Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute geht es mal wieder rein in eine Spieleranalyse aufgrund eines Gerüchts, denn ein Spieler steht scheinbar bei uns ein bisschen im Fokus, das jetzt schon seit längerem. Ottmar Schork will nachlegen auf dem Transfermarkt, hat dafür auch Geld zur Verfügung, vor allem da soll es um den Sturm gehen. Die Defensive wird sicherlich dann auch noch später in den Vordergrund rücken und ein Abgang steht auch relativ kurz bevor scheinbar. Wir gucken auf das Ganze und analysieren und mal schauen, was da herausspringt. Damit wünsche ich euch sehr viel Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten und damit let's go. So, wir gucken bei Brein FK. Ein norwegischer Verein aus der ersten Liga. Da wird es nämlich interessant, denn hier gibt es einen Stürmer, der ein bisschen beim FCM in den Fokus rückt. Das ist Duarte Moreira. Ein sehr, sehr interessanter Spieler meiner Meinung nach. Ist auch ein Spieler, der definitiv ordentlich knipsen kann. Auch Vereine wie Schalke sollen da unter anderem Interesse haben. Hat seinen Marktwert mehr als verdoppelt, hat noch ein Jahr Vertrag genau. Da laufen ja die Saisons ein bisschen anders. Hat innerhalb von 32 Spielen 16 Scorer gemacht, also jedes zweite Spiel einen aufgelegt oder einen reingeschossen. Das ist keine schlechte Quote, das ist sogar eine sehr gute Quote. Ist natürlich ein Stürmer, der wieder ähnlich gebaut wie Kars ist. Das passt ja auch eigentlich perfekt in unser System. Das sieht man jetzt auch bei Mateusz Zukowski, der da gute Leistungen bringt, meiner Meinung nach. War halt nicht dieser typische Top-Stürmer ist. Auch das gehört soweit dann halt dazu. Ja, der Saison beginnt jetzt auch wieder, beziehungsweise die gehen so langsam in die Cup rein, haben eigentlich jetzt, glaube ich, ihre Sommertransferphase im Winter halt, ihre Haupttransferphase, deswegen da auch neue Kaderplanungen, neue Abgänge und so weiter und so fort, deswegen kann hier das durchaus realistisch sein. Gleiches geht ja auch für Schweden, wo das auch immer relativ ähnlich ist. Wir können uns doch mal die Leistungsdaten vom allen Spielzeiten anschauen, schauen da mal rein, was er denn da so gerockt hat, ob er einen Stürmer ist, der auch konstant treffen kann. Die Youth League mit Porto absolviert, das ist eine unglaublich gute Liga, muss man auch sagen. Hat dann nicht gut gemacht, nicht so einen guten Job gemacht. Dann wechselt er in die Liga 3. Ich weiß gar nicht, welche Nation das ist, da können wir auch gerne mal nachschauen. Portugal, dritte Liga, okay. Na, okay, ergibt Sinn irgendwo. Von der zweiten in die dritte und dann ist er in die OBOS gegangen, hat da gut gescored, seine Dinger gemacht und das geht auch für letzte Saison und jetzt die zuletzt beendete Saison, wo dann regelmäßig seine 15 Scorer schon macht. Seit letzter Saison da schon konstant gewesen. Ja, und deswegen auch U16 gespielt hat bei Portugal. Mal schauen, vielleicht geht er ja noch irgendwas Richtung Nationalmannschaft. Ist ja noch ein junger Spieler mit 24 Jahren, auch etwa in dem Alter, wo natürlich sich Martin Kars bewegt hat. In der Liga sieht es jetzt auch nicht schlecht aus. Und mit guten Leistungen macht er natürlich auf sich aufmerksam. Wie gesagt, der Markt wird nicht ohne Grund mehr als verdoppelt und ja, das ist schon eine sehr starke Leistung. Und dann würde ich direkt mal Thema 2 aufmachen. Das ist nämlich ein eventueller Abgang von Andi Hoti. Hier befinden wir uns schon sehr tief drin. Wir gehen auf Andi Hoti drauf. Ja, hat seit Bielefeld nicht mehr ein Spiel gemacht für den FCM. Saß nur auf der Bank. Platzhalter. Es ist aktuell wahrscheinlicher, dass ein Tarek Schad spielt als ein Hoti, wenn man ganz ehrlich ist. Und das ist, naja, nicht so positiv für ihn. Für mich hat er in Dresden eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt im Spiel. Danach nicht mehr gesetzt, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht keinen Bock mehr gehabt, weil man dann Rückschläge kassiert hat. Obwohl die Qualität eigentlich halt nie weg war. Ist für jeden Zweitligisten ein Gewinn, der unten da drin steckt, da bin ich mir sehr sicher.
Und ich hoffe dann auch für ihn, für den FCM und auch für Dresden, dass das Ding dann endlich mal durch die Bühne geht und dann auch hier der Wechsel zustande kommt. So, und natürlich wird dann hier auch schon die Gerüchteküche mal wieder angekocht, dass natürlich Rudi da auch wieder verhandelt wird. Ist ja auch klar. Also Rudi liebt Dresden, Dresden liebt Rudi und sowas gehört halt zusammen. Auch wenn es hart für mich als Fan ist, weil ich Rudi halt nicht schlecht fand und der schon eine Bereicherung ist eigentlich für jeden Zweitligisten, würde ich schon sagen. Also, ja, sehr, sehr schade eigentlich. Vor allem, wenn man dann die IV anguckt, da ist jetzt halt wirklich alles nicht so unbedingt locker. Dani Heber fehlt als sehr wichtiger Verteidiger, John fehlt noch, Matthiesen hat jetzt zuletzt mit Gelb gefehlt und dann hast du halt nur noch diese drei im Verteidiger und wenn dann der noch wegfällt, du musst halt unbedingt was nachlegen hier. Noch einen für die Breite. Ist ja einfach so. Weil dann kommt auch John zurück und dann Heber zurück zur Rückrunde. Das ist dann wieder alles locker. Da hast du dann wieder keine Probleme. Kommt auch Hyrien zurück, der die Position spielen kann. Und dann ist halt auch Ruhe da. Aber du siehst halt hier, du hast schon wirklich einen riesen Kader. Da musst du halt wirklich ein bisschen dran arbeiten und hoffen, dass der ein bisschen ausgedünnt wird. Ich hoffe, dass hier im Endeffekt höchstens eine 30 steht. Das wäre wirklich super. Das würde sich auch da mal wieder gut anfühlen. Im etwas kleineren Kader. Natürlich spielen auch viele für die U23, das muss man auch sagen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Robert Leipertz geht, weil ich den auch einfach in einer guten Routiniererrolle sehe und als Bereicherung für die Zweitmannschaft, muss ich auch so sagen, wie es ist. Wenn das so funktioniert und beide Seiten damit einverstanden sind, dann sollte es auch eigentlich kein Problem geben. Deswegen mal schauen, was da passiert. Ich bin sehr gespannt. Diesbezüglich werden wir natürlich auch noch, sobald es Januar ist und auch immer weiter in den Dezember reinrutscht, immer mehr Transfer-News haben, immer mehr mögliche Transfers und so weiter und so fort. Es gibt natürlich einige Positionen, die sind strittig, einige weniger. Ich zum Beispiel würde noch gerne im Mittelfeld was haben, einfach nur als Konkurrenz für Falco. Weil der Mann hat halt aktuell wirklich keine Konkurrenz mit Darius Stemmach, einem 20-Jährigen, frisch 20-Jährigen, der halt langsam aufrutscht, aber der braucht halt noch ein bisschen Zeit. Deswegen würde ich hier, vor allem falls sich mal ein Falco verletzt, falls sich mal ein Darius verletzt, dann bist du halt komplett leer. Und deswegen würde ich hier unbedingt im Mittelfeld noch was haben. Und auf jeden Fall in Innenverteidigung und Sturm. 3 Wunschpositionen. Im Mittelfeld dürfen es gerne 2 sein und im Sturm auch noch gerne 2, weil man da dementsprechend noch die Spieler abgibt. Schreibt aber eure Meinung so wie immer gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und damit ciao Leute.